Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Es ist mal wieder Zeit für indisches Soulfood und heute gibt es was ganz Besonderes, denn wir kombinieren Milch mit Milch mit Milch und kochen das allseits beliebte Paneer Butter Masala. Paneer Butter Masala ist eine vegetarische Variante vom beliebten Butter Chicken und die Basis des Ganzen, wie der Name schon verrät, ist Paneer. Den könnt ihr entweder im indischen Lebensmittelgeschäft kaufen oder ihr macht ihn euch ganz einfach selbst. Wie das funktioniert, haben wir euch hier verlinkt. Und das Schöne an diesem Gericht, besonders wenn ihr schon fertigen Paneer habt, ist, es ist unglaublich einfach und schnell zuzubereiten. Heute fangen wir von hinten an und bereiten unser Finishing als erstes vor. Dazu reiben wir als erstes die Schale einer Bio-Limette und rösten uns ein paar Mandelblättchen in einer Pfanne an, bis sie schön goldbraun sind. Das kommt später zum Garnieren über unser Paneer Butter Masala. Als nächstes kümmern wir uns um den Kardamom und zerstoßen ihn ganz leicht im Mörser, damit sich die Kapseln öffnen, denn ein Großteil des Aromas sitzt in den Samen des Kardamoms im Inneren der Schale. Solltet ihr keinen schwarzen Kardamom haben, nehmt stattdessen 2 zusätzliche grüne Kapseln. Schwarzer Kardamom gibt unserem Gericht eine dezente Rauchnote, die aber nicht zwangsweise nötig ist. Einen Link zu beiden Gewürzen findet ihr in der Videobeschreibung. Dann braten wir die Gewürze an und geben die Zwiebeln hinzu. Bratet die Zwiebeln bei mittlerer Hitze glasig. Bereitet das Ganze am besten in einem hohen Topf zu, denn die Soße kann spritzen. Nun könnt ihr die Ingwer-Knoblauchpaste hinzugeben und weiter braten, bis sie nicht mehr roh riecht. Die Paste besteht zu gleichen Teilen aus Ingwer und Knobi. Stellt sie euch einfach frisch oder auf Vorrat her, immer sehr nützlich für die indische Küche. Jetzt geben wir die Pulvergewürze hinzu und lassen sie ein paar Sekunden anbraten. Dann werden sie von den stückigen Tomaten abgelöscht. Bratet die Masse weiter, bis ein Großteil des Wassers verdampft ist und die Soße schön glänzt. Dann können die Gewürze ihr Aroma komplett entfalten. Anschließend fischen wir den Kardamom und den Zimt aus der Soße und nehmen sie vom Herd. Bewahrt die Gewürze auf, denn die kommen später wieder in die Soße. Nehmt den Topf von der Flamme, rührt Sahne und einen Schuss Wasser unter. Jetzt könnt ihr die Soße pürieren. Sollte sie zu dick sein, gießt einfach noch Wasser nach. Das Ergebnis ist eine wunderbar sämige Soße mit der typisch satten orangenen Farbe von Butter Masala. Jetzt geben wir die herausgefischten Gewürze wieder in die Soße hinein, damit sie beim Kochen noch weiteren Geschmack abgeben. Alternativ könnt ihr am Ende aber auch einfach eine Prise Garam Masala in das Curry einrühren. Jetzt kommt ein ordentliches Stück Butter in die Soße, nicht nur für den Glanz und die Konsistenz, sondern auch für den eigenen besonderen Geschmack, den man mit Sahne alleine nicht erreichen kann. Wir schmecken die Soße mit Salz und Zucker ab und egal ob Butter Paneer oder Butter Chicken, Kasuri Methi ist ein Muss für diese Soße. Der getrocknete Bokson-Klee hat einen bitterwürzigen Geschmack und balanciert die Säure der Tomaten aus. Nur mit dieser Zutat schmeckt die Soße wirklich wie aus dem Restaurant. Wir haben euch Kasuri Methi unten natürlich verlinkt. Köchelt das Butter Masala noch einmal bei geschlossenem Deckel für 5 Minuten. Selbstgemachten Paneer solltet ihr einen Tag vorher zubereiten, damit er schön fest wird und sich trocken anfühlt, damit er in der heißen Soße nicht sofort zerfällt. Gekaufter Paneer hat meistens eine festere Konsistenz, aber in beiden Fällen sollte der Paneer Zimmertemperatur haben. Hebt ihn unter und lasst ihn in der Resthitze nochmal 2 Minuten ziehen. Garniert euer Paneer Butter Masala mit einem Klecks Butter und malt einen Kreis aus Sahne. Das Gericht ist sehr cremig. Mit den gerösteten Mandelblättchen geben wir eine neue Textur und ein wenig Crunch. Der Limettenabrieb gibt der vollmundigen Soße einen frischen Touch. Fertig ist ein Rezept, das nicht nur toll aussieht, sondern auch noch klasse schmeckt. Serviert das Paneer Butter Masala sofort und esst es am besten komplett auf. Zum Aufwärmen ist es nicht sonderlich geeignet, weil der Paneer dabei kaputt gehen kann.
Unser Panier Butter Masala ist ein unglaublich leckeres, aber auch sehr, sehr mächtiges Gericht. Deswegen essen wir das immer in Kombination, zum Beispiel mit einem leichten Dal oder mit einem Gemüsecurry. Und wenn ihr noch Inspiration für euer Thali braucht, dann schaut euch mal unsere Playlist dazu an. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Rezept und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!